dem Weg, um Blumen zu kaufen. Wir haben ja am Sonntag ein Beauty-Shooting zusammen mit der Lea. Und genau, passend zum Make-up wollen wir jetzt noch Blumen besorgen. Und ja, wir nehmen euch einfach mal mit, würde ich sagen. Ne? Genau. You're all I need. I wish to be deep in your love. I can't get enough. Hier könnt ihr jetzt den Lichtaufbau sehen. Ich habe mich dazu entschieden, das ist die Carla und das ist der Stinker, der muss ja immer mit dabei sein, ein Clamshell-Lighting zu machen. Das heißt, dass wir ein Hauptlicht haben, das von oben kommt. Hier habe ich mich dazu entschieden, es etwas seitlich zu positionieren. Das ist eine Octabox, eine Tiefe mit 90 cm Durchmesser. Und um die Schatten von unten aufzuhellen, habe ich diesen Reflektor genommen. Der ist extra gebogen, sodass auch die Seiten ein bisschen aufgehellt werden. Und es gibt ein sehr gefälliges Licht. Dadurch, dass der Blitz sehr viel Farbe schluckt, ist uns aufgefallen bei den Testbildern, dass wir noch ein bisschen das Make-up intensivieren müssen. Das ist halt deswegen immer super, wenn man mit einer Make-up-Artistin arbeitet, wie hier die Nike, die ist einfach nur grandios. Die sieht sowas, die weiß genau, was sie machen muss, wie sie gegenwirken muss und es sitzt alles. Es ist einfach was anderes, als wenn das Modell sich selbst schminkt. Deswegen arbeite ich so gerne mit der Nike oder auch mit anderen Make-up-Artisten. Worauf ihr achten müsst. Ihr müsst darauf achten, dass die Softbox von oben, dass die auch den Reflektor trifft. Der Abstand vom Reflektor bei so einem ist, man sagt, ungefähr eine Armlänge entfernt. Ich weiß nicht, ob man das gleich irgendwann sieht. Ich hatte zwischendurch, ich glaube, ich habe es rausgeschnitten, die Carla einfach mal den Arm ausstrecken lassen von sich aus und geschaut, dass es ungefähr in der Mitte ist, dass ich dann sehe. Da könnt ihr auch das erste Ergebnis sehen. Ich fand es halt total schön, dass es sehr natürlich ist. Es sollte sehr weich sein, damit es halt passt zu diesem natürlichen Look, den wir gewählt haben. Und ja, hier sind die nächsten Ergebnisse. Und ich lasse das mal alles abspielen, dass ihr es einfach in Ruhe angucken könnt. Und ja, viel Spaß. Why don't you run to me? I crave your company. Can't stay away from you. There's nothing I won't do. Our souls are made of flames. Our heart is in your name. Was it all just a game? Do you feel the same? Was it all just a game? Or do you feel the same? Do you feel the same? Ach, noch kurz zu der Technik. Also ich fotografiere mit der Sony Alpha 7 Mark III und mit dem 528er Makroobjektiv. Die Einstellung, also bei mir ist die Verschlusszeit eigentlich 50, weil das die Grundseite ist vom Blitz. Die Blende ist in der Regel irgendwo zwischen 4 und 8. Also man kann nicht offenblendig fotografieren, weil es bei mir sehr hell ist und der Blitz natürlich auch sehr stark ist mit 400 Wattsekunden. Und die ISO bleibt immer bei 100. Ja. Und weiter geht's mit der Lea. Grundsätzlich vielleicht als Tipp, wobei, wenn ihr mit einer Make-up-Artistin arbeitet, wissen die das. Wir haben angefangen mit dem natürlichen Look, auf den wir dann aufbauen. Wir wollten 2 bis 3 Looks haben. Wir haben nachher 3 Stück geschafft, haben die Blumen als Requisiten genommen für die farbigeren Looks. Für Lea haben wir lila gewählt, für die Carla orange, was ihr gleich sehen werdet. Und ja, da Lea halt deutlich größer als ich ist, ich bin ja nur 1,60, habe ich mich auf eine Leiter gestellt, wie ihr sehen könnt, um den Bildausschnitt so zu haben, wie ich ihn möchte. Ich wollte gerne auch auf Augenhöhe fotografieren und damit ich nicht ständig immer hochhalten musste, habe ich dann mich zwischendurch auf die Leiter gestellt. Lea ist sehr erfahren im Posing, deswegen sie ist schon sehr lange Modell, musste ich da nicht viel sagen. Die Carla hat gerade angefangen, deswegen habe ich der Carla ein bisschen mehr Anweisungen gegeben, aber die macht super, wie ihr sehen konntet. Und ja, ich zeige euch jetzt auch die Ergebnisse von der Lea. Und danach wechseln wir einmal auch das Lichtsetup für den zweiten Look und dann erzähle ich euch ein bisschen mehr.
damit das Video nicht zu lang wird, habe ich mich entschieden, einfach 2 Teile draus zu machen. Und das nächste Lichtstick-Up seht ihr dann nächste Woche im 2. Teil. Und ja, ich hoffe, euch haben die Ergebnisse gefallen. Und ihr könnt gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr noch Fragen habt oder was wissen möchtet.